Am frühen Morgen liegt im Great Bear Rainforest an der Westküste Kanadas ein dünner Nebel über den uralten, moosbedeckten Baumstämmen. Das Rauschen des Windes in den Blättern erzeugte eine sanfte Melodie, konnte aber die ungewöhnliche Stille hier nicht verbergen. Mitten auf dem nassen Pfad lag ein glänzend schwarzes Bärenjunges zusammengerollt mit panischen, runden Augen. Eine grobe Eisenfalle spannte sich um sein Vorderbein, wodurch Blut in roten Streifen in den Boden sickerte. Der Bär versuchte, seine Beine unaufhörlich zu bewegen, doch jede Bewegung jagte ihm einen Schauer heftigen Schmerzes durch den kleinen Körper. Seine Augen suchten nach einer Spur seiner Mutter oder nach irgendetwas, das es vor der Verzweiflung retten könnte. Unter ihm raschelten trockene Blätter, während sich der Bär vor Schmerzen und Erschöpfung wand. Die Sonne ging auf und unter, doch die Falle hielt das kleine Leben noch immer in Spannung und Angst gefangen. Die Einsamkeit ließ seine Augen allmählich müde und schwach werden, als ob er im Begriff wäre, seine letzte Hoffnung aufzugeben. Der gesamte weite Wald schien vor diesem stillen Schmerz zu verstummen. Zu dieser Zeit patrouillierte Ranger Liam Carter im nahegelegenen Schalle Creek. Aus dem Gebüsch vor ihm hörte er ein leises Stöhnen. Liam blieb stehen und lauschte aufmerksam, denn er wusste, dass das Geräusch weder vom Wind noch von den vertrauten Vögeln kam. Er ging langsam auf das Geräusch zu und achtete darauf, nicht gegen Äste zu stoßen, um keinen lauten Lärm zu verursachen. Als das Gras beiseite geschoben wurde, erschien das Bild des gefangenen Bärenjungen, woraufhin Liam stehen blieb. Die Beine des Bären waren stark gequetscht, sein kleiner Körper zitterte vor Schmerz und Erschöpfung. Liam wusste, dass selbst kleine Bären in Panik geraten konnten, deshalb verhielt er sich vorsichtig. Er kniete sich hin, hielt einen sicheren Abstand und sprach mit leiser, beruhigender Stimme, um das arme Tier zu besänftigen. Der Bär warf ihm einen Blick zu, seine Augen zitterten noch immer, aber er war zu erschöpft, um sich zu wehren. Liam rückte langsam näher und vermied dabei plötzliche Bewegungen, die Spannungen verursachen könnten. Sein Atem vermischte sich mit dem Rhythmus des Waldes, als ob er die Natur um Erlaubnis zum Eingreifen bitten wollte. Schließlich gelang es ihm, sich dem Bären zu nähern und mit der Rettung zu beginnen. Liam öffnete seine Werkzeugtasche, dicke Handschuhe schützten seine Hände vor den scharfen Kanten des rostigen Metalls. Er benutzte ein Stück weichen Stoff, um die Augen des Bären zu bedecken, damit dieser weniger angespannt und erschrocken war. Das Klirren von Metall auf Metall war leise, aber Liams Hand blieb ruhig und geduldig. Die Falle saß tief im Fleisch und erforderte absolute Sorgfalt bei ihrer Entfernung. Er benutzte eine Zange, um sie nach und nach zu lockern und dabei unnötige Schmerzen zu vermeiden. Der Bär keuchte auf, sein Körper zitterte, aber er spürte, dass er ihm nichts antat. Nach mehreren spannungsgeladenen Minuten, die sich wie Stunden anfühlten, sprang die Falle schließlich aus ihrem Bein. Das Metall fiel zu Boden und hinterließ eine tiefe, rote und geschwollene Wunde. Liam reinigte die Wunde schnell mit einer antiseptischen Lösung, um das Infektionsrisiko zu verringern. Er verband sorgfältig jede einzelne Runde weißen Stoffs, die das weiche schwarze Fell bedeckte. Um dem Bären zu helfen, wieder zu Kräften zu kommen, ließ er ein paar Tropfen Honig fallen, die er ablecken konnte. Die Atmung des Bären beruhigte sich allmählich, seine Augen waren nicht länger von Angst erfüllt. Mitten im tiefen Wald begann ein kleines Lebewesen, sein zerbrechliches Vertrauen in die Menschen zu setzen. Da der Bär noch zu schwach war, beschloss Liam, ihn zur Great Bear Wildlife Rescue Station zu bringen. Er hob den Bären vorsichtig hoch und spürte sein geringes Gewicht, doch der Schmerz war unerträglich. Auf dem Rückweg überprüfte er immer wieder Atmung und Herzschlag des Tieres. In der Rettungsstation wurde das Tier sofort von Tierärztin Sarah Nguyen untersucht und versorgt. Sarah reinigte die Wunde, injizierte Schmerzmittel und gab intravenöse Flüssigkeit, um ihrem Körper bei der allmählichen Genesung zu helfen. Zuerst versteckte sich der Bär noch in der Ecke, seine Augen voller Vorsicht und Misstrauen. Doch Sarahs sanfte Stimme und ihre Geduld ließen ihn langsam entspannen. Tag für Tag lernte er aufzustehen, obwohl seine Beine noch schmerzten und sein Körper noch schwach war. Die Rettungsstation war der erste Ort, an dem er sich freundlich und umsorgt fühlte.
Seine Augen wirkten weniger ängstlich, sie wurden sanfter und friedlicher. Der Bär beginnt zu verstehen, dass nicht alle Menschen furchteinflößend sind. Die Kluft zwischen Natur und Mensch wird allmählich durch Mitgefühl überbrückt. Bei der Untersuchung der alten Falle erkannte Liam die Markierungen einer Wilderergruppe, die einst nördlich des Waldes aktiv war. Er meldet sich beim Runner-Team, bestehend aus seinen Teamkollegen Jacob Miller und Maya Robertson. Die Krisensitzung fand direkt in der Rettungswache im angespannten gelben Licht der späten Nacht statt. Sie analysierten die Karte und kamen zu dem Schluss, dass wahrscheinlich noch viele weitere Fallen im Wald verstreut waren. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass die Wilderergruppe in großem und organisiertem Umfang operiert. Liam spürte, wie Wut in ihm aufstieg, denn selbst ein kleines Leben war es wert, geschützt zu werden. Jacob schlug vor, ihre üblichen Infiltrationsrouten im Auge zu behalten. Maya sammelt Bilder aus einem System von Kamerafallen, die rund um den Wald aufgestellt sind. Die Daten wurden nach und nach zu einer Karte der Bewegungen der Wilderergruppe verknüpft. Der Wald wirkt friedlich, doch in seinem Inneren tobt ein stiller Krieg zwischen Schutz und Zerstörung. Sie waren entschlossen, dieser Grausamkeit ein Ende zu setzen. Noch in derselben Nacht wurde ein geheimer und entscheidender Gefangennahmeplan ausgearbeitet. In der folgenden Nacht, im fahlen, silbernen Mondlicht, drangen die Runner leise tief in den Wald vor. Schritte hallten im nassen Gras wieder, alle verhielten sich absolut still. Sie folgten den schwach erkennbaren Reifenspuren im nassen Boden. Schließlich entdeckten sie ein provisorisches Lager mit eisernen Käfigen. Das Geräusch der im Wind leicht rasselnden Eisenketten ließ jedem das Herz zusammenzucken. Als die Wilderer zurückkehrten, kam es sofort zu einer angespannten Konfrontation. Unter dem Blätterdach alter Bäume und in unwegsarmem Gelände entbrennt eine wilde Verfolgungsjagd. Jacob und Maya versperren gemeinsam den Weg, während Liam sich von hinten nähert. Schließlich wurde die Wilderergruppe vollständig besiegt. Die angespannte Atmosphäre löste sich allmählich auf und machte einer müden Erleichterung Platz. Der Wald atmete erleichtert auf, als eine große Bedrohung beseitigt war. Einige Wochen später, als die Wunde vollständig verheilt war, brachte Liam den Bären zurück in den großen Bärenwald. Er ging langsam, aber stetig im sanften Morgenlicht. Bevor er zwischen den Bäumen verschwand, drehte er sich noch einmal um, seine Augen funkelten vor wortlosem Dank. Liam stand schweigend da und beobachtete das Geschehen, sein Herz war von einem tiefen Gefühl des Friedens erfüllt. Der Wald sang erneut das Lied des Lebens und erinnerte die Menschen daran, jedes zerbrechliche Leben zu schützen.